Go to hell, Parker! No way I'm going down without a fight. Drop the weapon, hands behind your head. Yeah? Fuck you too! Put your hands in the air. Ach, Junge. Ist das wieder so einer, den ich nicht erschießen darf? Give it up, LAPD. Das scheint mir fast so. Oder er sucht sich wieder ein Opfer. Oder wir müssen dann mit dem Auto noch hinterher, weil der ist richtig schnell. Don't make me chase you. Oh, warte. Warte, geht das? Ah, scheiße. Okay, ich darf nicht erschießen, ich muss den so festnageln. Ich hoffe, ich komme jetzt schnell genug da hoch. Weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, dass die mir entwischen. Weil zum Beispiel die Leute, die runtergeflohen sind, war ja auch nicht so. Kann ich hier gleich rüber? Gut, dass er die Leiter auch alleine sieht. Ich hätte es erstmal gesucht. Waren nur die Beine. This is Car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger, 11K. All units, 211 from Mallory's Cafe is code 4. Repeat, code 4. Damit aber 12 abgeschlossen. Ey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, bei unserem ersten Fall im Mordrate, wir werden wahrscheinlich am Ende dann die Hälfte aller, Watch where you're driving, you die maniac! Hälfte aller Nebenfälle absolviert haben, bevor wir den ersten Fall hier gelöst haben. Was aber nicht unbedingt so schlecht ist. Ich meine, ich würde die gerne alle machen, aber ich weiß halt nicht mehr genau, ob ich wirklich eine habe liegen lassen, weil ich mal gucken wollte, ob man das später nochmal machen kann. Oder ob man noch ein bisschen weiter rumreisen muss, damit man alle kriegt. Ja. Weil das würde ich wahrscheinlich auch nicht so machen. Dafür, also, es macht eigentlich Spaß. Ne? Aber ich will doch hier eigentlich die Hauptfälle meistens eher zeigen. Und, naja, ich kenne mich ja, wenn das Spiel dann durch ist, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr so anrühren. Bin ich ja richtig? Sieht richtig aus. Natürlich nicht. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Inquire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is The house, Was, officer. That's a lovely woman. Pour me another. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. I think this could be a great help, sir. Thank you.
Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Was it valuable? Could it be motive for her murder? Who could say these days? I think it had more sentimental than monetary value. You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up, asked him to come pick her up like usual. But he refused. And she picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but I got no answer. Thanks, Mr. McCole. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Okay, was aber komisch ist, dass gerade hat er gesagt, er hat oft genug ein Taxi gerufen. Davor hat er aber gesagt, es war üblich, dass der Mann die abholt. Ist für mich ein bisschen widersprüchlich. Warte mal, hier, weil hier gerade... Oh, warte mal. was just starting to warm up nicely. Nothing significant. Okay. Nee, ich wollte eigentlich das Telefon... Oder ist das Telefon draußen? Ich weiß zwar nicht warum, aber das fällt mir gerade so in den Blick und das wird so angezeigt. Operator, give me dispatch. Wenn wir was machen können. Glaube ich. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Das frage ich mich allerdings auch. I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Na, dann mach Shall mal, I ich relay warte. the details via KGPL? Ja. Oder so, ja. Please. Ist vielleicht besser, dann können wir uns schon Thanks, auf den ma'am. Weg machen. Zu unserem wahrscheinlich nächsten Nebenfall, ne? Also wir wollen ja hier nicht zu schnell vorankommen. Also es hört sich im ersten Moment so an, als ob der Mann... Achso, ich wollte gerade sagen, sitzt ja am Steuer. Vielleicht doch was damit zu tun hat. Vielleicht nicht unbedingt selber, aber... Hä? Warum hatten wir jetzt... Warum ging die jetzt zu Hinweisen? Hä? Hallo? Typ, Mann, willst du mich verarschen? Orte. Ich weiß nicht, warum der wieder zurück... Ich habe nicht auf zurück gedrückt. Könnte sein, dass der Mann vielleicht was damit zu tun hat. Nicht unbedingt, dass er selber gekillt hat, sondern vielleicht jemand beauftragt hat. Oder so. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. Nimmt der That's Drogen? mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job of a healthy Ah, nee, der säuft. Also ja, er We nimmt owe dann it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent Scheiße, komm ich hier gar crimes. nicht durch? I only suggested Nee. a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Ich meine, einen kleinen Drink mal zu nehmen, okay, aber im Dienst sich ordentlich in die Rübe zu kippen. Ich meine, er ist kein Schriftsteller. Also, nichts jetzt gegen Schriftsteller oder so, aber ich kann mir halt gut vorstellen, das habe ich bei anderen LPs auch schon erwähnt gehabt, weil ist vielleicht ein Klischee, vielleicht ist es auch wahr bei manchen,
dass aber Alkohol so ein bisschen fantasiemäßig irgendwie was anregt oder die Kreativität dann doch ein bisschen anregt und dass dann ganz gerne einer mal dann selbst zur Flasche greift oder so. Ich kann das zum Beispiel, ich will mich da zum Beispiel auch nicht rausnehmen, ne? Nicht falsch verstehen. Denn wenn ich zum Beispiel Endscreens oder sowas mache oder einige Ideen zu irgendwelchen Trailer-Zusammenschnitten, die dann meistens bei Endscreens sind oder auch mein Stream-Intro oder sowas, das kam dann eher so, weil ich ein bisschen was getrunken habe und dann, naja, gleich runtergeladen, weil ich die passende Mucke gerade dafür gehört hatte und dann ab ans Schnippeln. Und dann sitzt du da 4, 5 Stunden. Deswegen. I'll try the back door. Wait here a second. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Okay, aber die Bude sieht an sich schon extrem verlassen aus, ne? Bis wir hier was Relevantes finden, kann es, glaube ich, dauern, oder? Size 9s. Above average for a lady. Obwohl, wir hatten Fußspuren. Wir hatten Fußspuren, das war Größe 41, glaube ich. Wenn wir halt vom Mann oder so ein paar Botten finden würden. Ja, gut, Schnäpschen. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Okay. Scherben sind aber drin, das passt. Ich gucke halt gerne Autopsie, obwohl es das halt leider nicht mehr so wirklich gibt. Ja, Oxygen, das ist Blödsinn, das ist bloß beim Waschen. Gab es halt auch mal irgendwie einen Fall, oder bei Medical Detectives, eins von beiden, da überschneiden sich aber ganz gerne mal die Sachen. Wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich in Apartment 2, Huntley Drive. Okay, schön, wir haben eine neue Adresse. Eigentlich. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Ja. Crime scene evidence still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go on. Nicht unbedingt. Nach dem, was wir erfahren haben. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Scheiß Alki. Ja, sorry. Ist denn nichts weiter Interessantes? Tiffany? The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Also war der doch wertvoll. A regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Okay. Warte mal, hätte ich das noch umdrehen können? Nee, ich wollte eigentlich vorhin... Nee, kann ich nicht umdrehen. Vorhin noch sagen, da gab es halt auch einen Fall, wo es dann damit nicht gelöst wurde, aber ein extremer Anhaltspunkt war. Von wegen, okay, das Fenster wurde zwar gebrochen, aber da ist, glaube ich, auch ein Dings kaputt gegangen. Ein Fenster zu Bruch gegangen, die Scherben waren aber nach außen. Also das so gesehen von innen, das eingeschlagen wurde, um, naja, so zu tun, als ob eingebrochen wurde. So, er hat die Dings ja schon gerufen. Warte mal. War das die Fliegerbrille hier? Okay, sagt er nicht zu. Okay, ja, er hat sich schon mal... Ich habe mich bloß noch mal ein bisschen umgeguckt, ne? Mach mal ganz gechillt, mein Freund.
Wenn wir uns erstmal auf den Wohnsitz der Henrys, da sind wir gerade. Das war aber vorhin dann auch noch nicht abgeschrieben. Wir haben den Fall trotzdem gelöst. Also vielleicht habe ich, oder ich hoffe, ich habe ihn nicht vergessen. Warum ist denn da noch ein blauer Punkt? Ach, Entschuldigung, mit den Nachbarn reden. Ja, das habe ich ja vollkommen vergessen. Wir sollten ja doch mit den Nachbarn reden. Ja, gut. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Ja, das dachte ich mir, aber ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass der Jacob der Säufer war. Oder die haben beide was getrunken, das kann sein. Aber von der Zeit her ist das ein bisschen komisch. Was sagte der Besitzer von der Barbude nicht, dass sie um 11 weg ist? Also er hat uns, glaube ich, nicht gesagt, wann sie angekommen ist, aber wenn sie um 10 weg ist. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. Oh, ist Skipper das ein says bring Arschloch, him in. Alter. We'll keep the hats off their back for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Also unser Partner ist halt echt... Oh. Ist aber so ein typisches Klischee-Ding, glaube ich, was du auch aus Film hast. Vielleicht kann ich es mir einfach bei den Polizisten nicht so wirklich vorstellen, ne? dass die so viel saufen, und hast du nicht gesehen. Oder gerade beim Morddezernat. Hast du ja in fast jedem Krimi-Film dann irgendwie den etwas älteren Herrn, der schon viel erlebt hat und dann übelst sich die Birne mal zugibt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt lang fahren müssen, aber hätten abkürzen können. Der aber nicht wirklich viel zum Fall beiträgt oder vielleicht auch, bloß mal einen Blitzgedanken hat, was ein bisschen was hilft, aber auch nicht wirklich. Und der dann am Ende sich vielleicht entscheidet, gut, das ist dann doch alles, oder ich lasse mal die Jungspunde ran. So, ja. Hä? Ist doch hier, oder nicht? Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're going to have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry.